Ich hätte einen Call. Hallo, es ist Polizei, especially in Turkey. It's hard, like, because art was always, like, oppressed. I was there with murderers, drug dealers. Was mache ich heute sogar? Mache ich für diese Kind im Kissenfabrik. Ich bin hier fremd, aber ich bin auch in Türkei fremd. Hallo Leute, ich bin Ezel und jetzt es ist back on track auf Stoked. Ja, Ankara, wenn ich in diese Welt gucke, ja, es gibt viele Erfahrungen, Liebe und Heimweh ein bisschen. Ja, und ja, das ist, wo alles angefangen ist. Aber ja, ich hab's vermisst. ich hab diese View vermisst. Du bist ja, glaube ich, mit deiner Mutter und deiner Großmutter aufgewachsen. Ja. Wie war das so bei euch? Wie war deine Kindheit? Was hast du so für Erinnerungen? Es war sehr musikalisch, meine Großmutter auch. Sie spielt Deaf. Es ist eine Perkussionsinstrument. Und meine Mutter, sie ist eine Künstlerin, Tänzerin, Sängerin und wie kann ich sagen, mit Frauen aufgewachsen, mit zwei toller, starke Frauen aufgewachsen war. I'll just say this one in English. Yeah, it made me become a fighter. I've like witnessed their life, their struggles. I've learned from them. Jetzt hast du schon gesagt, du bist mit Kunst aufgewachsen. Aber du hast uns auch verraten, wenn es mal nicht um Musik ging, dann warst du als Kind beim Fechten oder Kendo. Ne? Du hast eine Begeisterung für Schwertkampfsport. Ja, yeah, ich liebe Schwertkampf. Ich weiß nicht warum. Ich bin mit diesen Cartoons aufgewachsen, mit Ninja Turtles, im türkischen Fernseher. Diese alte Kung-Fu-Movies war immer da. Und ich habe damit aufgewachsen und ich habe auch Fencing gemacht als Kind. Und dann, ich habe mit Kendo getroffen. I don't know how to say. But yeah, ich liebe es. Es ist ähnlich wie Rap oder Musik. Rap ist wie ein Schwertkampf, glaube ich. Wow, yeah. I remember this one, the exact day. Das war ein High School Springfest. Yeah. Ich hatte Reggae-Bands. Wir haben türkische Musik mit Reggae gemischt. Rap auch ein bisschen. Aber ja, das hat mir sehr geholfen, mit auf der Bühne zu sein, als jung, like as a young person, you know. Und ich hab viele gelernt von dieser Erfahrung. Ich hab auf die Bühne sein gelernt. Wie kann man the presence oder wie kann mit einer Band spielen. Das war meine Chance als ein junger Musiker. Und mit den Bands warst du dann auch Straßenmusiker? Ja. Ich habe viele Busking gemacht. Ja, es war auch solche Erfahrung. Ja, ich hatte viele Probleme mit Geld. Das war meine eigene Lösung. Ich habe viel arbeitet im Bauen, im Bäckerei und so, aber Busking, die Straßenmusik war, glaube ich, mein Haupt-Income-Source. Du sagst es gerade, du warst in einer Bäckerei oder Bauarbeiter und in einer Kissenfabrik. In einer Kissenfabrik, ja. That was like the best. Mann, ey, ich war ein Kind.
Erstes Mal. Ich war 16 im Fabrik. Aber es war Spaß, Bruder. Es gab Raum mit ganz diese Kunststoff oder diese Stoff, like what's in the Kissen. Die Federn. Ja. Imagine, ein ganz Raum mit diese Sachen gefüllt, like to the ceiling, and I used to like jump inside of them. It was like a dream. The most comfortable bed. Oh yeah, das ist mein erster Song auf YouTube. War mein erster Song. Hayat Dersi, ja. Ich war in Schule und Hayat Dersi bedeutet Life Lesson. Und ich war in Schule, aber ich wollte nicht studieren. Ich dachte, dass ich weiß mehr, als was die Schule kann mir geben. I thought I knew much more than what school will give me. Ich habe diesen Song im Lessonunterricht, ich habe es geschrieben, ja, die Lehrerin war lecturing. She was talking about maths or physics, ich weiß nicht. Aber ich war da, schreiben meinen Song. Es war auf MySpace. Es gab MySpace damals. Es gab kein YouTube. Und das war mein erster Song im Internet, glaube ich. Nicht auf YouTube, aber mein erster Lied auf Internet. Also du hast quasi einen Diss gegen deine Gegen meine Lehrerin. Im Unterricht geschrieben. Ja, im Unterricht geschrieben, ja. Und ja, das war verrückt. Lange Zeit nach diesem Song. Ich habe im Zeitung, dass diese Lehrer und Lehrerinnen, alle diese Leute, war auf der Zeitung für like corruption. Like, yeah, Korruption. Sie haben Geld genommen, von Studenten Geld genommen und they were like caught, red-handed, you know, and they were on the Zeitung and I was like, yeah. Ich wusste, dass diese Leute kann nicht Lehrer oder Lehrerin sein. Das macht keinen Sinn. Diese Leute sind kriminal. Ja, aber ja, deswegen, wegen dieser Leute, ich immer hätte Problem mit Vertrauen, die Autorität vertrauen. Weil Leute wie diese Leute, sie haben alle Power, alle Macht. Wer sind wir? Wir sind nur schauen, nur leben. Ja? Aber sie können entscheiden und unsere Zukunft entscheiden, weißt du? Und das ist gefährlich. Und deswegen ich immer hätte Probleme mit Autorität und so. Wegen meiner Lehrerin. Was hat der Song für dich ausgelöst? Also wie hast du danach weitergemacht im Rap-Game? Der hat ja viel Aufmerksamkeit bekommen. Aha. Ja, was kann ich sagen? Ich habe nur gerappt. Ich habe nur einen neuen Song gemacht, einen anderen Song gemacht und ich habe alle uploaded und damit ich hätte diese Fanbase. Und mit Zeit, meine Fanbase hat mich gefragt, okay, wir wollen ein Album von dir. Diese Leute war vielleicht ein paar tausend Leute im ganzen Welt. Und ich habe ein Album gemacht. Boah, und das war eine andere Geschichte. Oh, Müptezel. Ja, das ist, wie kann ich sagen, was sagen wir in Türkei? Gözümün ilk ağrısı sagen wir. Das ist der erste Schmerz meine Augen. Direkte Übersetzung macht keinen Sinn, aber ja, that's like my first love. Es war auch schwer, dieses Album zu machen. Wie ich gesagt habe, alle meine Fans wollten ein Album von mir. Ich hab angefangen. Ich habe mit Arts kennengelernt und wir haben ein paar Songs gemacht. Ich habe mit Boogie kennengelernt, wir haben ein paar Songs gemacht. Aber wir mussten ein Album zusammen halten. We had to like bring it together. Und damit Boogie, Arts und ich, wir waren wie ein Band. Und ja, ich habe dieses Album in 3 verschiedene
Städte gemacht. Istanbul, Izmir und Ankara. Like, it took 2 years. Ich habe dieses Album in 2 Jahren gemacht. Nach Müptezel, ich habe auch viele Hits, Nummer 1 Songs gemacht. Aber Müptezel ist ganz besonders. Ich glaube, das ist in Türkei, dieses Album hat viele Sachen verändert. Für heutige Künstler und Musiker auch. Als Künstler, man kann ohne Angst Musik machen. Man kann frei sein, als Künstler frei sein. Und wie kann ich sagen, in Türkei, especially in Turkey, it's hard, like, because art was always like oppressed. I think I've proved people that, like, if you can be free with your art, you can achieve everything. Und wie sah dein Leben davor aus? Also bis Müptezel, was ist so passiert? Boah, da in den ja, ganzen Jahren? Viel Hustle, oder? Ja, ich musste arbeiten. Musik war, wie kann ich sagen, es war nicht mein Hauptarbeit. Ich könnte nicht Geld von Musik machen. Aber ich hätte diese Traum in meinem Kopf immer. Ich wusste, dass das wird passieren. Ich wusste das. In meinem Herz, in meinem Kopf, ich wusste es. Was mache ich heute sogar? Mache ich für diese Kind im Kissenfabrik. Für seine Träume. Also in meinem Kopf, ich war immer dieser Kind. Und manchmal ich wünsche, dass ich könnte Zeitreisen machen, Time Traveling. Und ich würde diese Kind sagen, Sercan, hab keine Sorge, du musst nur fokussieren und deine Musik und so und du wirst alles schaffen. Es ist ja bis jetzt dein einziges Soloalbum. Also jetzt kommt das neue, aber das ist bisher dein einziges. Wieso kam danach erstmal kein Soloalbum? Ich glaube, schwierigste Sache ist Geduld zu sein. Geduldig zu sein. Weil jetzt man kann einfach einen Song releasen, okay? Als Single und so. Aber ja, wie kann ich sagen, we become so excited, ja, wir haben ein neues Lied, ja, wir müssen das releasen, fast, schnell releasen. Das ist die schwierigste Sache mit Album machen. Man muss geduldig sein. Jede Leute denkt, dass Musik ist keine Arbeit, es ist wie Spaß. Aber guck mal, das ist sehr schwer, eine sehr schwere Arbeit. Musik ist nicht einfach. Man muss über viele Sachen denken und ja, es ist Psychologie auch, nicht nur physikal. Ja, Geduld. Das ist, ich glaube, Hauptsache Geduld. Man muss geduldig sein. Oh Mann, das war verrückt. Ja, ich hätte einen Call. Hallo, es ist Polizei. Sie müssen Station kommen and like you have to give your testimony. Und ja, ich sagte, oh ja, natürlich, of course. Und es war so schnell, ja, ich kann nicht mich erinnern, I can't remember. Aber ja, ich war im Knast. Aber da, ich habe viel über Leben gelernt. I was there with murderers, drug dealers, but I think I've seen what can somebody do with their lives, or what can life do to somebody. I'm happy actually to have this, you know. It changed my life. Yeah, it still affects me to this day. Yeah, hard stuff. I can't get my mind together. Kannst du noch sagen, was die Gründe waren, warum sie dich verhaftet haben? Okay. Es ging ja um einen Die Song. Gründe war ja nur von meinen Songs. Ja, weil ich hab Cannabis gesagt. Ich hab nicht, versuch mal, ja, probiere mal, das ist die beste Sache in der ganzen Welt oder einflussen
Jungs, nee. Ich habe nur gesagt, als ich durch meine Stadt laufe, ich kann Müll, Plastik, ich weiß nicht, und Cannabis, I can smell it, you know. Und das war der Grund. Als ich drin war, ja, jeder fragt, ja, warum bist du im Knast, Bruder, warum bist du hier? Und ich sagte, wegen meiner Musik. And they said like, oh, ich hab's nicht gehört bis 80er Jahren, like there was like putsch in Turkey in 80s. People could be verhaftet because of their music. And yeah, like imagine being inside and trying to explain that you're in jail because of music. Wie ist die Situation aktuell? Kannst du in die Türkei oder ist es zu gefährlich? Es ist, ja, ich kann nicht zurück sein. Ich habe noch Verhaftung. Ich habe gegen die Regierung gesprochen. Und ja, ich habe Verhaftung. Ich kann jetzt ein Stadionkonzert in Türkei machen. Jetzt, das wird super. That would be amazing. If I could go back to Turkey, I would have these stadium concerts. Aber ja, ich kann nicht zurück. Berlin! Meine zweite Heimat. Du bist jetzt seit 6 Jahren ungefähr hier. Ja, fast. War das der Hauptgrund, weil du nicht mehr in der Türkei sein konntest oder wolltest du auch unbedingt nach Berlin oder was war der Grund? Der Grund war, ich wollte ein bisschen freier sein und meine Möglichkeiten verbessern. Ich hätte mehr Möglichkeiten hier als Türkei, als heutige Türkei. Aber ich hätte Angst. Mit Sprache, ich habe keine Ahnung über Deutsch. Nach all diese Jahre, es ist schwer zu integrieren oder to migrate, to go somewhere else. Ich wollte in eine englische Sprache Land zogen, aber ich könnte nicht. Berlin war die bessere Option. Aber, Mann, ich bin super glücklich und froh hier. Ich liebe Berlin. Es ist meine zweite Heimat jetzt, Deutschland und Berlin, ja. Wie wichtig ist Berlin auch für deine Kunst als Inspiration? Es gab viele Musiker hier. Von David Bowie to Neşet Ertaş. How can I say? I'm living somewhere with all these, like, all the feeling, all the music, like, all the experiences that these people had. Ja, wie Cem Karaca. Wie ich sagte, im 80er Jahren, es gab einen Putsch in Türkei. Und viele Musiker und Musikerinnen mussten hier. Jetzt ich laufe durch seinen Weg auch. Und das, like, it really influences me. Und like the German music, you know, the techno, the krautrock, like alles, they just inspire me so much. Und Berlin ist sehr wichtig für meine Kunst, glaube ich. Du magst Techno sehr in Deutschland. Was magst du noch so an Deutschland? Das Essen, habe ich gehört, magst du gerne? Ja, ich liebe es. I really like Currywurst. Ich liebe es, Currywurst. Und wir können sagen, like, the Weihnachten essen. I mean, in Turkey, we don't have that culture so much. But here, I really enjoyed it. Like, diese, Putten oder Ente mit, I don't know, like... Gefüllte Ente. Ja, gefüllt. Mann, es ist perfekt. Yeah, lights out. Boah, ich bin damit auch sehr stolz. Das kam 2019 raus. Ja. Mit UFO. Mit UFO. Wie haben du und UFO euch überhaupt kennengelernt? Über Instagram. Wir haben einmal ein paar gequatscht und er hat mir einen Song geschickt. Es war Zombie. Es ist auch in diesem Album Zombie. Und ich habe gerecordet und zurückgesendet und noch ein Song er hat mir geschickt. Noch eins und wir haben gedacht, warum machen wir ein Album nicht? Wir haben schon 3 Songs gemacht. Unsere erste Idee war, ja, vielleicht machen wir ein paar Songs und we're gonna pick one of them, release as a single. Aber ja, wir dachten, warum machen wir ein Album nicht?
Damals, ich habe nicht in Berlin gewohnt. Ich war ein bisschen in Türkei, ein bisschen hier. Aber ja, the outcome, man. Wir sind Gala. Wir sind Gala. Wir sind Gala. Wir sind Gala. Wir sind überall, Krone voll Juwelen. Und ich hab viel gelernt von UFO. Ich liebe, wie er arbeitet. Er hat he has this work ethic, you know. Er ist sehr schnell. Er kann 5 Songs in 2 Stunden machen, man. Er ist sehr schnell und ich hab viel gelernt von diesem Album. Gibt es noch weitere Pläne mit UFO? Wie ist gerade euer Stand? Ja, ich würde gerne immer. Ich bin wie kann ich sagen, als ein türkisch Rapper. Wir sind alle stolz auf UFO und alle Leute mit türkischer Hintergrund hier, weißt du. Und ja, ich würde gerne. That would be amazing. Vielleicht Lights Out Part 2, vielleicht mal sehen. Welches Standing haben so UFO oder auch andere deutsch-türkische Rapper wie Mero, Summer Jam? Wie wichtig sind die in der Türkei? Als türkisch Rapper, wie immer, nach Deutschland geguckt. Okay, was machen unsere Cousins da, ja? Und türkischer Rap ist in Deutschland geboren. Was mache ich jetzt? Ich verdiene Geld wegen Kartell, wegen Islamic Force, wegen Summer Jam, wegen UFO, wegen Killer Hakan. Ohne diese Leute, türkischer Rap, auch würde nicht existieren. Welche deutschen Rapper feierst du aktuell? Aktuell. Ja, Luciano. Ich mag Pashanim, Apache. Yeah, these like my top people. Yeah, made in Turkey mit Murder. Wow, okay. Es ist verrückt. Ich habe Murder auf YouTube gefunden, aber ich wusste, dass er türkisch ist, aber er hat nicht in Türkisch gerappt. Meistens Englisch und Dutch. Also ich hätte ihre Songs auf mein his songs auf mein MP3 player. You know, like I was downloading them, listening to Murder. Yeah, years later, Murder hat einen Song in Türkisch gemacht. Er nennt Duman. Duman. Es war so, ich hab's gehört, ich sagte, wow, Murder kann auf Türkisch rappen auch, sehr gut. Es klingt nicht wie was, I've never heard such a thing, you know, in Turkish. Und ich hab, ja, auf Instagram auch, ich hab eine Nachricht gesendet, hey Murder, ich hab deinen Song gehört, das ist crazy, krass. Wir müssen zusammenarbeiten, Songs machen und so, und ja. Und haben wir Made in Turkey, es ist ähnlich wie Lights Out. Ja, wie, as two artists, when you can, like, have a connection, then you should go, and that's how it happened. Bugüne değil kısmet. Sonraki hayatımda gel. Öyle bakıp yapma bana nispet. Bir sonraki hayatımda gel. Das Album war ja sehr erfolgreich. Absolute Hits drauf, mehrere 100 Millionen Streams. Habt ihr damit gerechnet und was machen solche Zahlen mit dir? Boah, nee, wir nur wollten good Songs machen. Wir nur wollten Songs, dass wir würde gerne hören, ja, like songs that we would love to listen to. Vielleicht ist es nicht Müptezel oder Lights Out. Ich glaube, was hat mich as hell gemacht, ist Made in Turkey. Diese Alben und Songs mit Murder. Ja. Wow. Ist das Köln? Langsess Arena, nein? Es war verrückt. Das ist mein most crowded, größte SL-Show ever. Leute sieht wie, like, Ants. Als ich auf der Bühne war, ich könnte nur da stehen. Und es gab dieser Moment, ja, ich habe nichts gemacht. Ich war nur schauen. Es war unglaublich. Wie kann ich
solch ein Konzert haben in Deutschland. Okay, in Türkei vielleicht, okay, aber hier, wow, I mean, that was crazy. Yeah. The best thing about being a musician is to travel. This is what I love about my job. Ich habe die beste Arbeit, Beruf in der Welt. Ja, als Künstler, als Musiker, es ist sehr wichtig, mit deinen Fans zu treffen und zeigen diese Energie, dieses Gefühl live zu sein. Es ist sehr wichtig. Ja, und ja, nach Müptezel, ich habe ganz Türkei, ich hatte Concerts. Und damit, es war erfolgreich. Weil sogar Jungs in Malatya oder diese kleine türkische Town, sie könnte mich sehen auf der Bühne da. Und Live-Shows sind sehr wichtig für einen Künstler. Oh Mann, aber ich bin sehr aufgeregt jetzt. Da kommt. Ja, wir hätten viele Erwartungen, ja. Wir hätten viel Erwartungen von Fans, als Künstlern auch von uns. Aber mit Derdo, wir haben die richtige Qualität gefunden. Mit Mixing, Mastering, technische Sachen auch. Und als Gefühl, Derdo spricht über meine Erfahrungen als ein Almancı, als ein Immigrant, als mit meiner, wie kann ich sagen, allein, like loneliness here. Ja, es nur dauert wegen, ich bin ein bisschen Perfektionist, auch mein Produzent auch. Derdo ist wie kann ich sagen, Dert ist wie Problem, aber Derdo ist wie ein State of mind. Ja, wie kann ich sagen, ich habe Heimweh. Ich habe Weh, ich habe Schmerz. Jetzt in meinem Seele auch, in meinem Herz, in meinem Kopf. Ich dachte, alle diese Sachen würde einfacher sein. Aber nein, es ist schwer für jemanden zu seinem Heimat verlassen. Einfach fremd zu sein. Ja, ich bin hier fremd, aber ich bin auch in Türkei fremd. Ich versuche meine Identität zu finden in die Welt, aber wo ist es? Ich weiß nicht auch. Vielleicht in Deutschland, vielleicht in Türkei, vielleicht in ein anderes Land. Aber Derdo ist für alle Menschen wie ich, people like me, like, how would they feel? I want to dedicate my album to these people like me, who has these feelings, who has Heimweh, who had to go through so much bullshit just to be themselves. Wird es dann auch trotzdem Feature-Gäste geben? Es gibt nur eins, es ist mit H von UK. Und ja, der Song heißt Bridges, Brücken. Und ja, wir haben ein Video damit. Mal sehen. Talking M-Town, then I'm the best of the batch. Been dizzy all week from spinning MC, so I came in the range and I left in a cab. Yeah. Bridges, I'm falling down, I put my crown. Was next? Hauptsache, ich muss Deutsch lernen. Vielleicht mache ich ein Album komplett auf Deutsch. Ezel rappt auf Deutsch. Vielleicht. Vielleicht auf Englisch auch. Ich habe in Türkei viele Sachen schon geschafft. Ich habe über 15 Nummer 1 Songs. Ich habe Millionen Streams, 100 Millionen Streams. Und jetzt, ich muss neue Challenges für mich finden. Und das kann für die Global Market to
You know, I can do stuff for the global market. I don't know if it'll be with German or English. That's it. Und Hauptsache gute Musik. Das ist mein Traum. My fans, canım dinleyicilerim, sizlere teşekkür ederim. Ich liebe euch. Ohne euch, ich hätte keine Chance. Aber ja, warte einen Moment. Kommen wir bald mit diesem crazy album Derdo. And I hope you like it. Umarım hoşunuza gider. Ich liebe euch. Ich küsse eure Augen.